Der E46 M3 GTR, die Most Wanted Edition. Jeder kennt ihn, fast jeder liebt ihn. Dieser Wagen ist eine Legende, was Need for Speed angeht. Wenn man an Need for Speed denkt, dann denkt man auch unweigerlich an diesen Wagen. Aber es ist nicht nur irgendein Auto, was einfach geil aussieht und gut fährt. Der Wagen hat in Need for Speed eine große Story, aber auch seine Ursprünge sind nicht zu verachten. Bevor wir darauf eingehen, wie die Story dieses Autos bei Need for Speed aussieht, sollte man vielleicht erstmal gucken, wo kommt der Wagen eigentlich her. Der GTR kommt aus dem Rennsport, wen wundert's. Damals noch mit einem Sechszylinder, wurde dann aber zum V8 umgebaut, denn mit dem Sechszylinder war der nicht unbedingt wettbewerbsfähig. Porsche und so weiter waren schneller als der Wagen. Deswegen baute BMW im Nachhinein einen 4 Liter V8 Motor ein, was an sich kein Problem darstellte. Allerdings meinte man, es sei nicht so im Geiste des GT-Sports, da es von dem M3 GTR mit dem V8 keine Straßenversion gab. Deswegen reichte BMW im Nachhinein den M3 GTR als Street-Version nach. Ich glaube, es wurden nur 6 Stück oder so gebaut. Und dann war auch alles fein. Ein erfolgreicher Rennwagen und dank Need for Speed und anderen Games umso berühmter. So viel schon mal zum Thema M3, wo kommt der überhaupt her? Ja, Need for Speed ist so eine Sache, wenn man es sich richtig zusammenlegt, kann man, wenn man will, Underground 1, 2, Most Wanted und Carbon miteinander verbinden. Angefangen mit Underground 1 waren wir noch am Boden, haben uns hochgearbeitet. Gleichzeitig haben wir auch direkt die erste Straßenlegende gesehen, Eddie Skyline. Und von da an ging es immer weiter und weiter, bis wir letztendlich alle besiegt haben und dann schon in Underground 2 gelandet sind, indem wir direkt die nächste Legende, die es in Heat jetzt auch gibt, den 350Z von Rachel gesehen haben. Allerdings wurde unser Wagen, den wir uns in Underground 1 aufgebaut haben, dort zerstört. Also waren wir wieder am Boden und alles ging von vorne los. Bis zum Ende von Underground 2. Dasselbe Spiel, neue Autos aufbauen, gewinnen, den Bösen vertreiben. An dem Punkt kann man sagen, man hatte alles erreicht und es ging weiter. Unser Spieler brach nach Pullman City auf, vielleicht mit der Supra, die man dort in den Intros sieht, und es ging weiter. Irgendwann forderte die Crews heraus, alles geht schief, die Polizei taucht auf und da ging es dann los. Wir mussten flüchten, die Supra war allerdings viel zu heiß, gesucht an allen Ecken und Straßen. Darius also bietet uns ein M3 GTR an. Hey, sieh zu, dass du dich zwischen den Cops und den Crews aus dem Staub bringst. Nimm meinen Wagen. Los, verschwinde. Warum meint man, es ist sein GTR? Klar, der Typ hat ja Geld anscheinend. Im Nachhinein hatte er den R8. Er sagt, hier, nimm mein Auto. Wir hatten vorher die Supra. Und von dem Punkt aus, wo wir flüchten, mit dem M3, geht es ja auch direkt nach Rockport. Und dort beginnt die Story ja mit dem M3. Die Entscheidung unseres Spielers, nach Rockport zu fahren, war allerdings nicht die beste, da sie unweigerlich zu Ereignissen führte, zu Verkettungen von Ereignissen, die diesem Wagen nicht gut bekommen sind. Denn auch schon kurz nach der Ankunft mussten wir leider jemandem begegnen, mit dem wohl echt nicht zu spaßen ist und der von dem Zeitpunkt an scheinbar wie besessen war von dem Wagen. Einfach besessen davon, diesen Wagen zu bekommen, diesen Typen zu verhaften. Ja, wir kennen ihn alle. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so einen. Von dem Zeitpunkt an sollten unserem M3 keine sonnigen Zeiten mehr bevorstehen. Wir sind einem Typ namens Ronnie McGrath begegnet, der uns unweigerlich zu jemandem geführt hat, der sich als Riesen-Arschloch entpuppen sollte. Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und drückst die Teile freiwillig raus? Möchte gern Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Razor, der eigentliche Möchtegern-Rennfahrer,
meinte, uns zu einem Rennen herauszufordern für die sogenannte Blacklist. Der Typ schien sich aber selbst nicht so sehr zu vertrauen und irgendwie zu ahnen, dass der M3 mehr Power hat, als er sich selbst leisten könnte. Also schickte er seine Jungs los, um etwas zu tun, was im Nachhinein echt für einen Arsch für unseren Wagen war. Ja, wie läuft deine Karre? Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Anscheinend hat einer von diesen Lauchkörpern unserem Wagen das Öl abgelassen und das verträgt kein Motor auf die Dauer und somit verloren wir unseren Wagen. Danke für die Karre. Für dich ist die Blacklist eine Nummer zu groß. Cross nahm uns anschließend noch verhaftet, allerdings sind wir wieder freigekommen und von da an mussten wir uns von unten wieder nach oben arbeiten und alle Blacklist-Fahrer besiegen, nur um unseren M3 GTR zurückzubekommen, beziehungsweise Darius M3 GTR. Und wenn du die Karre kriegen willst, dann musst du sie dir schon schnappen. Wo ist der andere Typ? Ist abgehauen. Das meinst du doch nicht im Ernst? Ich will, dass sich alle verfügbaren Kollegen an seine Fersen heften. Wirklich alle? Ja, wirklich alle! Letztendlich hatten wir unseren M3 endlich zurück, aber Cross konnte einfach nicht locker lassen. Wir hatten so ziemlich die komplette Polizei von Rockport am Arsch und uns blieb nichts anderes übrig, als über die alte Brücke zu springen, die uns in den Canyon von Pullman City führte. Angekommen in dem Canyon waren wir aber immer noch nicht sicher. Cross ist auch über die Brücke gesprungen, ist uns gefolgt. Und von da an war das Schicksal von unserem BMW so gut wie besiegelt. Rate, wer wieder da ist. Wie sieht's aus, Baby? Bleib doch sitzen. Wir haben noch eine kleine Rechnung aus Rockport offen, oder nicht? Der Wagen war hin, wir haben den Wagen in der Baustelle verloren. Er war schrottreif. Wir konnten nichts mehr tun. Im selben Moment tauchte Darius auf, der Vorbesitzer des M3s. Und von da an nahm alles seinen Lauf. Wir schuleten ihm ein Auto, also sind wir für ihn Rennen gefahren. Wir haben die Crews von Pullman City ausgeschaltet und am Ende musste auch Darius dran glauben. Aber vom M3 haben wir seitdem nie wieder etwas gehört. Der Wagen war Schrott, er wurde zurückgelassen, vermutlich abgeschleppt und zum Schrottplatz gebracht. Aber Jahre später taucht plötzlich der M3 GTR wieder auf. Die Legende aus Rockport und Pullman City. Mercer, dieser Drecksbulle, ich weiß nicht wie, er hat diesen Wagen plötzlich. Also was ist mit dem Wagen passiert? Wo kam er her? Es kann ja sein, irgendein Typ. Der Wagen muss ja an einem Schrottplatz oder so gelandet sein. Es muss jemanden gegeben haben, der den Wagen wieder hergestellt hat, der ihn wieder aufgebaut hat und ihn dann benutzt hat, um Rennen zu fahren. Allerdings war es wohl kein sehr guter Rennfahrer und die Bullen haben es geschafft, diesen Wagen stillzulegen und dann in ihre Geschäfte mit einzuwickeln, um ihn dann letztendlich zu verschiffen. Doch wir, als die neuen Spieler, kamen ihn leider dazwischen, haben ihn geschnappt und zum Dank hat sich die League den M3 geschnappt und uns geschenkt. Nun ist der M3 in Besitz von, ja, solchen Wannabe-Kids, nicht mehr die Legende von früher. Diese komischen Kids, die wir spielen, haben jetzt den M3 GTR. Aber wie kam der Wagen dahin? Das ist eine coole, interessante Sache. Auf jeden Fall, der Wagen ist wieder zurück. Natürlich muss man das jetzt nicht so verknüpfen mit dem Wagen, aber an sich würde es Sinn ergeben.
Und es wäre doch ein cooles Story-DLC, wenn plötzlich Cross auftaucht, weil er in den Nachrichten diesen Wagen gesehen hat und mitgekriegt hat, was da abgegangen ist mit der Polizei. Er kommt dorthin, will nach dem Rechten sehen und dann geht die ganze Jagd von vorne los. Vielleicht taucht sogar Razor oder so wieder auf. Das wäre schon eine geile Nummer. Der Wagen aus alten Zeiten. Die Legende ist zurück und ruft alte Bekannte wieder aufs Feld zurück. Ja, das war das Video zum M3 GTR. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke für mehr Stuff später. Und ja, der M3 wird immer eine Legende bleiben. Und wenn Need for Speed will, kann sie diese Legende fortführen und nochmal eine Story daraus. Dann war es das an der Stelle auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, schreibt das in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr von dem Wagen haltet und ob es euch gefallen würde, wenn der Wagen nochmal Mittelpunkt einer Story wird oder eine wichtige Rolle zumindest einnimmt und vielleicht alte Bekannte wieder zurückholt. Ich persönlich würde es sehr geil finden. Also dann, auf Wiedersehen.